Lohnt es sich, auf Aal zu angeln? Ist das wirklich eine gute Idee? Ja, im Moment schon. Aber genauso kann es jetzt, wo du das Video vielleicht guckst, also vielleicht ein paar Tage später, schon einfach wieder vorbei sein und der olle Schlingel beißt einfach nicht. Denn dieser verdammte Aal ist ziemlich random und es gibt immer wieder Wochen und Monate, wo man ihn so gut wie nicht fängt. Den hatte ich heute noch gefangen im Livestream. Einfach mal nachgucken auf Twitch mit über 5 Kilo Doppelfischfetzen. Ist natürlich auch so ein Ding. Fischfetzen im Moment wohl Köder Nummer 1 hier für den Aal an der Aalden-Festung. Und ja, das Ganze hier an der Stelle. Also, wir machen da ein ganz kurzes Ding draus. Ja, Aal kann man in Momenten, wo es wirklich einen guten Hotspot gibt, jetzt hier aktuell, vielleicht noch ein paar Tage, das Ganze läuft schon seit ein paar Tagen, von vor 2 Tagen, vom Milo auch schon ein Beitrag, auch noch im Discord. Seit Mitte letzter Woche gab es auch schon Beiträge hier zu diesem Spot und dass es wohl laufen soll. Und jetzt aktuell, wenn man hier in die wöchentlichen Rekorde reinguckt, das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, wir haben hier richtig hohe Gewichte, deutlich über 4 Kilo, 4 Kilo Trophy-Gewicht, also 5, 6, 7, fast super Trophy-Gewicht hier beim Aal, also ein wirklich gutes Zeichen gerade. Deswegen stehe ich auch hier gerade nochmal und teste es und ja, es sind auch gerade nochmal wieder welche reingegangen und ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also größentechnisch, na klar, passt, ist soweit okay, gerne natürlich mehr. Ich teste allerdings auch gerade auf extrem groß. Mir ist so eine Trophy eigentlich, naja, ist es ja ganz nett. Aber wenn, wäre halt eine super Trophy, richtig cool. Wegen einer Trophy würde ich mich jetzt hier pauschal einfach nicht hinstellen für mich, weil ich habe das Teil halt schon mehrfach gefangen. Was übrigens sehr gut funktioniert, ist halt hier auf Pose, weil Doppelköder. Also man kann einfach nochmal mehr Variation reinbringen. Wenn du das natürlich noch nicht kannst mit der Pose und dem Doppelköder, kann man sich hier natürlich ganz normal mit dem Grundsetup hinstellen. Grundsetup können wir mal eben schnell zusammenbauen. Also, wenn du mit dem Feederset Start hier bist, tendenziell wahrscheinlich keine gute Idee. Auch keine gute Idee, überhaupt in einem Levelbereich das zu machen. In der Zeit, wo du in der Nacht, also sagen wir mal in 40 Minuten, 5 Fische fängst, würdest du woanders deutlich mehr Fische fangen, mehr Skillpunkte machen, mehr Silber machen, insgesamt einfach viel weiterkommen damit, als hier zu sitzen und darauf zu hoffen, dass dir 1, 2 tolle Fische reingehen, macht es einfach nicht so wirklich viel Sinn. Klar, wenn man das aus Spaß machen will, gönn dir, aber wie gesagt, wenn du effektiv weiterkommen willst, keine gute Idee. Wir gehen mal auf ein ganz einfaches Grundsetup. Ich würde hier einfach mal jetzt eins zusammentüddeln, wenn man so auf Aal geht. Man muss gar nicht so schwer reingehen. Nehmen wir mal hier sowas hier zum Beispiel, Glocke dran. Nach der Glocke stellen wir das Ganze natürlich erstmal um auf eine Schlaufenmontage. Einfach einen Blei dran, am besten Schlammfarben. Und dann gehen wir hier natürlich gerne entweder in Richtung Fluorocarbon. Dann würde ich sagen so um die 7 Kilo hier herum. Das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Beziehungsweise dann auch hier einfach Grundangeln geflochten, Karpfen-Vorfachsmaterial, Schlammfarben, hier natürlich wieder 6,8 ist das geringste und dann gib ihm. Und jetzt kommen wir zum Haken und das ist halt der Haken an der Geschichte. Da müssen wir jetzt ein bisschen spielen. In dem Setup und da, wo auch heute meine Trophy wieder draufgeballert ist, das war ein übertriebener 1-0er Haken mit Doppelfischfetzen. Jetzt können wir, ich würde sagen, von einem kleinen oder mittel 6er Haken bis zu einem 1er Haken eigentlich, beziehungsweise halt 1-0er Haken, eigentlich alles verwenden. Wir haben natürlich immer mal wieder einen Ausschlitzer und einen Fehlbiss auf dem 1-0er. Das ist natürlich der Knackpunkt. Wenn du also alles mitnehmen willst, dann kann man da tatsächlich vielleicht sogar auch mit einem 10er Haken hier oder mit einem 8er Haken hier reingehen. Also 10er, 8er, 6er Haken für alle, die einfach alles mitnehmen wollen. Auch da können durchaus Trophys reinballern. Ganz wichtig, dieser Hakeffekt ist erstmal schon mal in der Regel besser. Wenn man einfach eine sehr gute Chance haben will
auf eine Trophy, dann vielleicht einfach einen Einserhaken. Und wenn man auch damit okay ist, dass einfach vielleicht mal 3, 4 Fische ausschlitzen, Fehlbisse entstehen, dann nimmt man einfach mal einen 1-0er Haken, geht da komplett übertrieben rein. Also meine Setups sind gerade so zusammengebaut, komplett auf 1-0. Ich bin hier mit Fluorocarbon komplett auf den Royal, nicht auf den Royal, auf der Rebellion Match. Hier einfach mit Plus auf Match, Plus auf Pose. 1-0er Doppel Fischfetzen und ab dafür. Das Ganze natürlich hier ufernah und ufernah bedeutet an der alten Festung an fast allen Stellen 1,20 Meter Tiefe. Jetzt sind wir hier nochmal ein bisschen weiter raus, heißt also 1,25 Meter Tiefe. Damit sind wir ganz knapp in Grundnähe. Heißt also, wenn ich hier auf dem Setup nochmal so ein Stückchen näher ranziehen würde und locker lasse, sagen wir mal bis an diesem Grünzeug hier, dann müssten wir hier vorne auch schon, ich glaube die Pose ist auch schon ein bisschen schräg. Genau, ich glaube ab hier vorne, da kippt sich schon um, da haben wir auch schon Grundberührung hier unten stehen. Also hier in dem Bereich ist genau die Kante. Das heißt, wir werfen mit dem Setup so genau hier so hin. Locker lassen ein bisschen Schnur lassen, damit der Aal auch abhauen kann. So. Und dann lassen wir das Ganze hier stehen. Bügel natürlich offen lassen, damit er auch schön wegziehen kann. Dann erst einschlagen. Die letzten Aalbisse hier auf Pose waren allesamt tendenziell eher Hebebisse. Das heißt, er ist gar nicht runtergeschossen und abgehauen, sondern hat sich den Köder genommen. Die Pose ist hochgestiegen, fast sogar umgekippt. Und dann konnte man schon anschlagen und er hang dran. Bei dem kleineren Aal war es hingegen so, der hat tatsächlich länger gezuppelt und ist ein bisschen runtergegangen. Die größeren, die haben dann tatsächlich diesen Hebebiss gemacht und sind dann eben abgehauen. So war das vorhin auch im Livestream. Auch da war das dann so, der große, selbst die Trophy, hat dann eher einen Hebebiss gemacht. Die Pose ist umgekippt, zack, anschlagen, ranziehen, ganz leichter Drill bei 7 Kilo Setup und dann lief das hier ganz gut. Also nochmal grundsätzlich, lohnt es sich auf Aal zu angeln? Nein. Nein, lohnt sich nicht, weil man die ganze Zeit natürlich hier rumsteht, in der Nase bohrt und man fängt keinen Fisch. Das ist komplett vertane Zeit. Ja, es macht natürlich Bock, wenn man so einen Fisch dran hat und ja, wenn er reinballert, bringt er fette XP und bringt auch richtig gut Cash. Ich konnte meine Aal-Trophy mit über 5 Kilo für 300 Silber Normalpreis verkaufen. Beziehungsweise hat er noch das Glück, ihn für über 500 verkaufen zu können im Kaffeeauftrag, ab 4 Kilo Kaffeeauftrag. Aber die Chance, dass sowas reingeht, ist halt extrem gering. Das heißt also, wenn man jetzt an die alte Festung geht und sagt, boah geil, Alter, Aalangeln, die Wahrscheinlichkeit überhaupt sowas zu fangen, ist extrem gering. Was man machen kann, man kann sich hier natürlich auch hinstellen und einfach versuchen, Schläfergrundeln zu angeln. Hier gehen auch immer mal wieder Schläfergrundeln rein. Das heißt, vielleicht einfach mit einem kleineren Setup hingehen, vielleicht sogar mit einem 12er Haken, wie gesagt 8er Haken vielleicht sogar und dann hier versuchen, die ganze Zeit Schläfergrundeln zu angeln. Und wenn dann aus Versehen in den Abendstunden oder dann die Nacht durch auch nochmal ein Aal reingeht, dann ist das ein netter Bonus. Also effektiv versuchen, andere Fische zu fangen mit Ködern, die auch der Aal mag. Und dann macht das Ganze natürlich auch Sinn, wenn dann zusätzlich nochmal aus Versehen so ein Aal reinballert. Warum jetzt die olle Schläfergrundel? Naja, so eine Schläfergrundel-Trophy fängt man deutlich eher als mal eben so ein Aal in richtig groß. Die bringen halt einfach richtig gut Cash. Im Verhältnis dazu, da müsste man schon so ein 1,5 Kilo Aal ungefähr für fangen. Und das ist halt schon ein bisschen tricky. Nichtsdestotrotz, der Spot läuft gerade. Ran hier, testen. Und jetzt heißt es natürlich auch, vielleicht noch einfach mal gänzlich andere Köder testen. Köderfische, Frösche, Krebsschwanz. Also hier kann man natürlich noch mit anderen Ködern rangehen. Auch das teste ich gleich nochmal. Petri-Limits ran hier an den Spot, solange das gerade läuft. Und wie gesagt, vielleicht ist in einer Woche schon wieder alles vorbei. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream.